for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge, beziehungsweise ich muss mich revidieren. Wir machen ganz neu jetzt Whisky-TV. Ich habe mir überlegt, mein tristes Dasein im Alkohol zu ertränken und deswegen auf Whisky-TV umzusteigen. Nee, natürlich nur ein blöder Scherz. Ich bin hier in der Schweiz mit dem Markus Bohrer. Markus, komm zu mir. Hi Markus. Wir sind hier, ja, stehen wir besser, sieht man uns schöner. Wir sind hier beim Markus Bohrer in der Schweiz. Tiefste Schweiz hier. Ich hatte schon eine lange Anreise, bis ich hier war. Wir sind hier in seinem, wie soll man sagen, ist das dein Hobbykeller? Das ist mein Hobbyzimmer, ja. Das Hobbyzimmer, genau. Ja. Und zu einem guten Hobby gehört ein guter Whisky, oder? Das ist so, ja. Das ist korrekt. Also, so kam er oder jetzt waren wir ein wenig am Überlegen, was machen wir? Machen wir hier eine Whiskyprobe oder kümmern wir uns um die Reptilien? Was sollen wir machen? Whisky oder Reptilien? Machen wir Reptilien. Machen wir Reptilien. Der Whisky machen wir hin. Genau, hinterher nach getaner Arbeit gibt's einen guten Whisky. Also ich bin in der Schweiz bei Markus. Das Thema ist nicht der Whisky, sondern der Markus ist in den Gott der Reptilienzüchter, in den Himmel der Reptilienzüchter aufgestiegen. Er ist zum Züchtergott geworden. Du hältst Liasis boleni, ne? Ja, die Boleni-Python, ja. Heißen sie noch Liasis? Die heißen schon so, aber die Bundesämter sind immer noch auf Morelia boleni. Morelia boleni, Liasis boleni, aber Liasis boleni ist der richtige. Nein, auf Simola boleni wären sie. Simola boleni. Simola boleni ist der neue. Also, das ist unser Thema heute. Die Bolenis, sagen wir einfach, haben wir vielleicht noch Bolenis. Ja. Und der Markus hält die Bolenis erfolgreich. Was heißt erfolgreich? Züchten ja, züchten nein. Da halten wir noch ein wenig hinterm Berg, oder? Da warten wir noch ab, ja. Da warten wir ab. Also hier Boleni-Folge Nummer 1. Da beschäftigen wir uns heute mit der Haltung, der Pflege von Liasis boleni, richtig? Boleni-Python, jawohl. In der Terroristik reden wir nur von Boleni oder Boleni-Python. Oder Black-Pythons zwischendurch noch, ja. Die Black Pythons. Also das ist heute unser Thema. Da möchten wir euch zeigen, wie der Markus die erfolgreich hält. Kann man machen, ja. Markus, das ist das Terrarium für deine Tiere hier? Das ist mein Großraumterrarium für meine adulten 11,5-jährigen Bolenis, ja. Okay, also wir sind hier ihr habt es gesehen, der Whisky-Keller beziehungsweise der Terrarienkeller, gerade noch Thema Keller, beziehungsweise kommen wir nachher vielleicht drauf, was das Klima hier im Keller hilft bei der Haltung. Ja, da kommen wir später beim Thema Haltung dazu. Vielleicht mal eben vorneweg, Liasis boleni. Die meisten Terrarianer werden die mehr vom Namen kennen wie vom Sehen oder vielleicht von Bildern. Wo kommt der Boleni her? Das ist Neuguinea, einfach Papua-Neuguinea West, Neuguinea. Und das Biotop, also was macht den so speziell? Ist Hochland, einfach Hochlander-Dschungel, das heißt ab 1000 Höhenmeter bis nachgewiesen 2600 Meter über Meer. Das heißt, das Klima ist sicher problematisch oder einfach schwerer nachzuvollziehen oder nachzugestalten im Terrarium. Und ein Großraumterrarium hat mehrere Vorteile als ein kleines Terrarium oder sogar Schubladenhaltung. Eben, also schwierige sind diese extreme Höhenlage. Ich glaube, das sind auch noch so Nebelwälder, Regenwälder, gell? Regenwald, Höhen, einfach über die 2600 bis 2600 Meter über Meer. Da ist schon ein heftiges Klima. Aha. Wahrscheinlich hohe Tag-Nacht-Differenz. Jawohl, also am Tag vielleicht 6, 28 Grad und nachts geht's schon auf 10 oder weiter runter.
Und das ist das Problem. Der Vorteil ist der Keller, der Schlangenkeller beispielsweise, da kann man schon Endo auf 15, 14 Grad runter. Aber man kann den Schlangenraum nicht kombinieren mit anderen Boas oder Bütern, die Nacht nur auf 20 oder 18 oder 16 Grad runter müssen. Mhm. Eben, kann man sich vorstellen. Also wenn eben der Keller für die Bolenis perfekt durch das, dass du kein Problem damit hast, die niedrige Temperatur zu erreichen. Hochheizen kann man immer, runterkühlen kann man eigentlich nicht, gell? Und eben für andere, um jetzt hier einen Königspütern nebendran zu halten, wäre Quatsch, weil wenn der Raum nachts 15 Grad hat, bringst du den ja schlecht auf 26 hochgeheizt, ne, oder? Das sehe ich auch so, ja. Okay, nochmal kurz zu der Bolenis selber. Wir haben gesagt Papua-Neuguinea, Hochland, genau, das ist das typische Biotop, Regenwald. Ja, Markus, dann vielleicht, wenn du gerade mal reingehst ins Terrarium, uns die einzelnen Zonen oder den Sinn erklärst der einzelnen Bereiche. Das Terrarium ist so aufgebaut, aber der Halteparameter ist bei den Baleni schon am Tag zwischen 22 und 28 und das ist mit dem elektronischen oder mit den Hilfsmitteln schon so gesteuert, dass wir da eher der kalte Ecken haben, wo das Wasser ist. Der Kaltschlupf oder die Kalthöhle haben wir im Zentrum 22 oder der Höhle bis 20 Grad am Tag. Nachts kühlt es dann auf Zimmertemperatur ab. Wasser, zwischendurch baden sie, aber meistens gehen sie trinken und so weiter. Am Zentrum des Holzes, wo sie gerade das Männchen am Schleichen ist um die 6 bis 28 Grad, wo auch mehr das Elektronische auf der Seite ist. Und wo das Weibchen, wo jetzt in der Häutung ist, haben wir den Wärmeplatz, wo einfach konstant leuchtet, zentral, so zwischen 30 und 35 Grad. Das Licht läuft. Wie viel liegt sie jetzt drunter unter dem Wärmeplatz? Weil jetzt, also sagen wir heute, jetzt sehe ich sie die ganze Zeit runterliegen. Ist das schon, kannst du sagen, die meiste Zeit liegt sie dort? Oder wie muss man? Oder eben der Mann kriecht jetzt die ganze Zeit schon rum. Das Männchen ist jetzt momentan sehr aktiv, aber sie sind sehr aktiv, die Balenis. Das Weibchen ist mehr wegen der Häutungsphase, aber Häutungsphase hin oder her 80 oder sogar 90% sind die beim Strahler. Mhm, beide im Prinzip liegen sie zusammen unter dem Strahler drunter. Vielmals zusammen. Am Herbst suchen sie die Einsamkeit. Das heißt, sie suchen die Privatsphäre, sagen vielmal auf der Einzelkeit und sie gehen vielmals in die Kühle. Im Herbst dann? Am Herbst, ja. Mhm. Am Sommer liegen die immer da. Im Feister haben wir am Nachmittag direkte Sonneneinstrahlung und die kosten sie auch nochmals aus. Mhm. Also wirklich ganz bewusst suche die das Licht auf. Ne? Ja, das für viele andere Boas und Pythons, ne, die ja eigentlich gar nicht gerne im Licht liegen, sagst du gerade das Gegenteil. Sie liegen ins Helle, sie liegen also in die Wärme natürlich, aber selbst auch in die Helligkeit. Ja, das ist unsere Erfahrung. Die Balenis, die suchen vielmals die Wärme oder einfach die UV-Strahlen, wo wir ja der Wärmestrahler überall UVA, A und B haben und die kosten das aus. Die schwarze Farbe sagt mir schon was, dass sie einfach die UV-Strahlen sehr schnell die Wärme aufsorbieren müssen. Ja. Mhm. War noch das Thema Handling, das ist gerade ein gutes Stichwort, der hier, das Männchen ist am Auskriechen hier. Sind sehr, sehr umgänglich. Gute Portionen oder einfach 2,5, eben das Männchen ist 2,80 Meter. Ich komme problemlos rauf. Umgänglich, was meine Erfahrung ist, sie von der Größe her, sagen wir, ein normaler Boa Constrictor mit 5 Kilo, da kann man problemlos eine halbe Kilo Ratte geben. Die Balenis haben Endo kleine Portionen, lieber 2-3 Portionen. Mit das Männchen, dem gebe ich so 350 Gramm Ratten, das Weibchen Maximum 500 Gramm Ratten, 1 oder 2 Stück alle 3 Wochen. Der Regel schon alle 4 Wochen, aber die Balenis bin ich bei 3 Wochen. Okay, Ewe, da sind wir schon beim Thema Fütterung, genau. Du sagst, alle 3 Wochen fütterst du ungefähr? Alle 3 Wochen kommen die Futter rüber. Männchen immer 1 bis 2 mit 350 Gramm pro und das Weibchen kommt immer entweder 350 und 500 oder 2 mal 500 über.
Okay, alle also 3 rund Wochen. alle 3 Wochen rund 1 Kilo fürs 8 Kilo Weibchen. Ja. Und das Maximum. Männchen mit seinen 6 Kilo. Bei 250 bis 500, mehr nicht. Okay, also knappe 500 Ja, Gramm alle also 3 Maximum Wochen. sind das. Und eben den 3-Wochen-Rhythmus behältst du Da behalte ich das ganze Jahr bei. Ja, Im Winter. genau gleich. Sommer, Winter macht keinen Unterschied. Okay. Ist nur Und die Lichteinfluss nehme ich Einfluss. Eben die Waldlichtung, wo jede gerade Stunde läuft, am Herbst, einfach normal laufen die ja 10, 12, 14, 16, 18 Uhr. Am Herbst nehme ich die 16 Uhr weg und am Winter nehme ich die 14 Uhr noch weg. Das, Also reduzierst andere, das ja, Licht. das reduziere ich. Und die Temperatur geht dann wahrscheinlich auch automatisch Habe ich runter? wieder, durch den Strahl habe ich auch wieder ein bisschen Sonnenseite, Waldlichtung, zentral, da habe ich den 30, 32 für eine Stunde und das kühlt wieder ab. Wie die Natur, es ist kein Ferienkatalog, wo einfach immer 30 Grad ist. Und ich sage bei der Belen, es ist noch heikel auf das. Eben die 28 Grad da, hier nur die 22. Es ist schon das Problem, dass man das Klima bringt. Und nachts, wenn man traut auf 15, 14 Grad, weiter habe ich bis jetzt nicht getraut. Also Sommer wie Winter hast du ungefähr die gleiche, oder beziehungsweise nein, Sommer wird es wahrscheinlich Sommer automatisch vielleicht wärmer auf werden. 20, Aha. 18, mehr nicht. Aber, und im Winter, das ist klar, da heizt sich den Raum fast nicht. Aha, also Also geht es auf runter. die Heizung auf 13 bis 15 Jawohl, sagst du, ja. im Winter nachts Ja. runter. Und am Tag durch das Reduzierte, indem du den großen Strahler reduzierst, Ja. wird auch die Tagtemperatur ein bisschen runtergehen. Ja. Aber schon diese Höhlen, die warme Höhle, die kalte Höhle, wo du gesagt hast, Ja. das lässt du im Winter oder das lässt du das ganze Jahr ungefähr gleich. Da ist die Zeitschaltuhr genau gleich eingeschaltet, wie das Licht auch von 9 bis 9 Uhr, einfach 9 bis 21 Uhr, Sommer oder Winter macht keinen Unterschied. Und auch Sommer oder Winter, die Tiere sind immer gleich aktiv. Sie sind eben sehr umgänglich. Das Männchen will immer wieder raus, macht 1, 2, 3 Zimmertouren und kommt meistens wieder automatisch zurück ins Terrarium. Inspektion, weiß nicht was, aber sehr umgängliche Tiere. Thema Füttern, umgänglich. Eben, ich nehme die Tiere auch mit der Größe, kommen die raus in eine Futterbox, 150 Liter Kunststoffbox auf Rollen und die Tiere werden da platziert und nachher komme ich mit dem Futtertier in Kontakt und dann sind sie schon aktiv oder schon, aber sie sind gemütliche Fresser, muss ich sagen. Die packen nicht groß und erdrosseln die Futtertiere eine lange Zeit. Meistens machen 1, 2 Schnapp und dann fangen die schon an zu fressen. Okay, wobei man dazu sagen muss, du fütterst, also in der Schweiz ist ja nur Totfütterung erlaubt, du fütterst die mit aufgetaute. Also nicht lebend, sondern mit Frischfutter. Ja. Unsere Philosophie ist sowieso bis Maximum bis zu kleinen Ratten lebendig, aber je nachdem, wenn es klappt, stellen wir schon vorher um. Dann nach dem 3., 4., 5. Futterung gibt es automatisch bei uns nur aufgetaut oder einfach abgetötet. Aber es ist einfacher abgetötet oder aufgetaute Forsttiere zu geben. Jawohl. Noch ein Punkt, der mich interessiert. Du hast die jetzt beide zusammen im Terrarium, dein Pärchen, dein hoffentlich erfolgreiches Pärchen, da kommen wir noch drauf. Also jeder, der sich fragt, züchten die oder nicht, der muss sich noch gedulden. Wir machen Boleni Folge 2, da werden wir auf dieses Thema eingehen. Aber eben, du hältst die das ganze Jahr zusammen. Bist du nicht der Meinung, dass es vielleicht besser wäre für die Tiere, wenn du sie einzeln halten würdest? Die Chance ist sicher größer bei Einzelhaltung, wenn die Tiere nicht 12 Monate zusammen sind, dass die Chance größer ist, dass sie mehr Interesse während der Paarungszeit sind. Das ist schon, liegt von mir, ist meine Meinung, es liegt sicher auf der Hand, aber 2 Großraumterrarium
Gleichzeitig ist sicher problematisch. In Zukunft möchte ich noch das Terrarium, das wir jetzt haben, mit den 10 Quadratmeter auf der linken Seite, da wird sicher noch angebaut mit einem Großraum mit ca. 15 Quadratmeter, wo ich unterteile, dass ich dann Tiere eine gewisse Zeit trennen könnte. Aber Gruppenhaltung funktioniert gut. Mhm. Und auch keine, also du sagst, die meiste Zeit liegen sie zusammen, beziehungsweise es gibt Phasen im Jahr, wo sie einzeln sich zurückziehen, ist auch interessant, gell? Ja. Ich glaube, sie haben also ich meine, das sieht man ja, wie der rumkriecht, die haben schon ein brutal ausgeprägtes Verhalten, ne, was sie an den Tag legen. Ne? Das ist auch so, ja. Echt, also ganz, wie soll man das nennen, ein unheimlich aktive oder unheimlich, ja, mit einem großen Spektrum oder Verhaltensspektrum, ne, was die an den Tag legen. Gell? Und vielmals, wie sie sich strecken, viele Schlangen, die liegen nur, aber die Baleine, die ist immer aktiv, die streckt sich, wir sind dort die 2,80 Meter am Stück, die streckt sich, ist aktiv. Eben, sie liegen im Großen und Ganzen liegen die immer zusammen, Tag oder Nacht. Im Herbst gibt es Phasen, wo sie dann einfach über die Nacht getrennt die kühle Phasen oder kühle Stellen aufsuchen. Im Sommer habe ich noch nicht die Erfahrung gemacht. Da liegen sie immer zusammen, meistens unter dem Strahler. 80% sind die unter dem Strahler, bei 30 bis 35 Grad. Die genießen die Stelle. Oben Strahler wäre theoretisch noch von der Wärme her, von Strahlen haben wir oben noch mal 30 Grad. Da liegen sie zwischendurch auch noch drunter. Oder drauf, wie man will. Und das ist der Platz, wo sie am meisten liegen. Unter dem UV, ja. Unter dem Spot. Am Herbst, Winter, da suchen sie über die Nacht kalte Stellen. Die kühle Stelle. Ja. Noch eine Frage, die wir ganz vergessen haben, die Luftfeuchtigkeit. Wie bewerkstelligst du die Luftfeuchtigkeit hier drin? Die Luftfeuchtigkeit kombiniere ich einfach gerade, wenn ich das Wasser wechsle. Das mache ich sowieso so alle 2 Tage, wenn es nicht verdreckt ist und sonst, wenn es verdreckt ist, Wasserausfluss und dann kann ich mit der Brause füllen und mache noch eine gewisse Feuchtigkeit. Dass man so meine Feuchtigkeit ist Tag-Nacht, der Durchschnitt so um die 70%, wo wir machen. Die Luftfeuchtigkeit? Ja, Durchschnitt mache rechne ich so 6, 12, 18, 24 Uhr, messe ich die Werte, geteilt durch 4 gibt mir der Durchschnitt und der Durchschnitt ist bei mir 70%. Und erreichst du, also gut, durch das, dass wir hier im Keller sind, werden wir es von Natur aus leichter haben, eine hohe Luftfeuchtigkeit zu erreichen. Und dann also wenn ich jetzt im Terrarium selber schaue, also Regeanlage oder sowas hast du gar nicht. Gar nicht, nein. Das Streu ist auch relativ trocken, by the way. Das Streu ist du nimmst so ein Pinie-Einstreu. Das ist der Reptilpark, da habe ich 1100 bis 1200 Liter Reptilpark drin, von der Fläche her. Okay. Das sind um die fast 50 Säcke. Okay, also richtig, wenn ich jetzt hier grab, richtig tief, oder weißt du, das ist nicht nur oberflächlich, sondern du hast hier eine richtig 10 cm dicke Schicht oder mindestens 10 cm. 10 cm ist da. Ist Bark drin. Aber ums Laub herum habe ich noch mit Humus und einfach, dass die Feuchtigkeit besser speichert als das Reptilpark. Aber sie liegen nicht viel im Nassen. Also eben zentral macht es ums Laub herum. Aha. Mit der Brause und dann kannst du kannst mal zeigen. kurzbündig. Zuerst Schuhe fürs Terrarium, Schuhe für auswärts. Ja, hier das penibel. Für Markus hier mit den Adiletten. Ja. Rein und raus, okay. Ja, das sind deine Terrarienschuhe sozusagen. Genau, das ist der Füller mit der Brause aus und am Schluss zerstäubt es dann mit dem Wasser. Mit der Wasserpumpe sehr selten. Okay, also das heißt, der Stäuber, du spritzt jetzt da rein? Ich spritze dann nachher, wenn der Wasserdruck voll ist, spritze ich noch ein paar Sekunden rein, als Laub. Kann ich gut anzeigen. Und einfach zentral
in der Kühlecke, wo die Feuchtigkeit besser verleiht. Also noch damit es wenn es voll ist, spritzt es schnell rein. Männchen immer aktiv momentan, Weibchen ist gemächlich wegen der Häutung. So. Mach kurz und spitz. Und das war's. Das war's schon. Das war's. Einfach, okay. Das macht 2 bis 3 Mal in der Woche Maximum. Einfach jetzt hier was war das? Das war jetzt vielleicht ein Viertel Liter Wasser. Ja. Okay, und sonst gar nichts? Gar nichts. Hier... Nein. Ach, Der Untergrund hat ja schon eine gewisse Feuchtigkeit. Klar, wo das Terrarium, der Untergrund neu ist, dann hast du viel mehr Feuchtigkeit. Das ist klar. Jetzt ist der Untergrund langsam ausgetrocknet, muss ich auch wieder auffrischen oder wahrscheinlich mache ich wieder komplett neuer Untergrund drin. Aha, der dann die Feuchtigkeit wieder abgibt. Weil ich denke jetzt wie gesagt, also das Wasserbecken, da wird nicht allzu viel verdunsten. Über das bisschen laubfeucht machen, ist auch keine große Menge an Wasser. Nein. Ich denke, oder vielleicht, dass der Keller selber dir halt einfach hilft, durch die Wände vielleicht, oder dass dadurch schon Luftfeuchtigkeit reinkommt. Also anders kann ich es mir fast nicht vorstellen. Ja. Vor- und Nachteil im Keller ist schon, wenn du die Wärme drin hast, bringst du fast nicht mehr raus im Sommer oder im Winter. Wenn die Kälte drin ist, bleibt die Kälte eher drin. Aber wenn du einen gewissen oder guten Luftaustausch hast, hast du viele Probleme wieder gelöst, sage ich mal. Aber viele, also allgemein, es wird schon viel zu feucht gehalten. Allgemein, ob das jetzt Regos oder weiß nicht was sind, vielmal wird da schon 3 bis 4 Mal im Tag gefeuchtet. Also, wo ich mein Terrariumzimmer voll hatte mit 24 Terrarien, da habe ich immer nur freitags gespritzt, fertig. Einmal in der Woche. Ja, das hat der funktioniert. Unterschied ist sicherlich, wenn du viele Terrarien hast, wie jetzt in deinem Fall, dass du natürlich der Raum selber eine hohe Luftfeuchtigkeit hat. Die meisten private Terrarianer mit 1, 2 Terrarien, die haben in der Wohnung 20-30% Luftfeuchtigkeit, die müssen mehr oder weniger den ganzen Tag sprühen, damit sie in ihrem Terrarium auf 50 oder 60 kommen. Ja. 70, 80 ist ein Traum für die meisten. Ja. Gut, Markus, ich würde sagen, über die Haltung haben wir jetzt alles gesehen. Die spannende Frage, kann man Bolenis züchten? Hast du sie schon mal gezüchtet? Das verraten wir in Boleni Teil 2, oder? Kann man machen, ja. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen. Oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.